Bis zu 10 Millionen Deutsche leiden an Diabetes. Davon haben über 90% Diabetes 2. In der Schweiz sind schätzungsweise 500.000 Menschen an Diabetes erkrankt und davon 40.000 an Diabetes Typ 1. Und weltweit sind es über 425 Millionen Menschen. Man könnte sagen, wir haben ein Problem. Immer öfters sind bereits Kinder und Jugendliche davon auch betroffen. Diabetes Typ 2 hat eine längere Vorlaufzeit und diese wird begünstigt durch eine schlechte Ernährung, durch zu wenig Bewegung, so dass der Blutzuckerspiegel permanent zu hoch ist. Ja, und diese Vorlaufzeit geht dann mit einer Insulinresistenz einher. Ja, und wie bei allen Ernährungsthemen wird natürlich die Ursache kontrovers diskutiert. Und ich selbst, ich habe immer gedacht, dass das auf einen zu hohen Zuckerkonsum zurückzuführen ist, so eine Diabetes Typ 2 Erkrankung. Und heutzutage weiß man, dass es viele verschiedene Faktoren sind. Was sagen also die verschiedenen Ernährungsbewegungen? Wir haben die Low-Carb-Bewegung. Diese geben zusätzlich zum Zucker den Kohlenhydraten die Schuld. Dann haben wir die Low-Fat-Bewegung, die den Fetten die Schuld gibt. Und dann haben wir noch die Veganer, die den tierischen Eiweißen die Schuld geben. Ich finde es super spannend, all diese Meinungen zu betrachten und zu sehen, dass doch alle irgendwie recht haben. Ja, unser Leben hat sich die letzten 100 Jahre enorm verändert. Wir bewegen uns weniger und dafür ernähren wir uns immer falscher. Ja, und mit falsch meine ich mehr Fett, mehr Zucker, mehr tierische Eiweiße. Also liegt die Wahrheit von den verschiedenen Meinungen irgendwo in der Mitte. Ja, lasst uns diese 3 Makronährstoffe in Bezug auf die Insulinresistenz anschauen. Die 3 Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Ja, Kohlenhydrate sollten unsere wichtigen Energielieferanten sein, zum Beispiel in Form von Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchte und vor allem Kartoffeln. Ja, aber was ist passiert? Sie wurden abgelöst, und zwar von ungesunden Weißmehlprodukten. Auch ein einfaches Kohlenhydrat ist der Haushaltszucker. Zucker ist in den letzten 100 Jahren um 10% gestiegen. In eine Zahl gefasst heißt das, pro Person wird jährlich 36 Kilo Haushaltszucker konsumiert. Ja, Zucker wird im Dünndarm zu Glucose und Fructose verarbeitet. Und Glucose brauchen wir natürlich unbedingt, aber die Glucose vom frischen Obst. Ja, damit der Mensch überleben kann, braucht er eine Menge Energie. Als Treibstoff braucht der Mensch diesen Zucker, die Glucose. Wir brauchen es zum Atmen, zum Laufen und zum Denken. Unser Gehirn allein braucht 130 bis 140 Gramm Glucose pro Tag. Als Energielieferant kann Glucose direkt in die Zellen gespeist werden oder verbrannt werden. Glucose kann als Energielieferant direkt in die Zellen transportiert werden, um da direkt verbrannt zu werden. Oder es wird in der Leber oder in der Muskulatur für später als Glykogen gespeichert. Damit Glucose überhaupt in die Zellen aufgenommen werden kann und in Energie umgewandelt, braucht Glucose das Hormon Insulin. Man kann sich vorstellen, es ist wie ein Schlüssel, den man braucht, um die Zellen zu öffnen. Also wir nehmen Glucose auf, dann kommt die Bauchspeicheldrüse in Wallung und es wird Insulin ausgeschüttet, damit überhaupt Glucose in Energie umgewandelt werden kann. Auch größere Mengen von Glucose sind überhaupt gar kein Problem. Doch über die Überbeanspruchung der Bauchspeicheldrüse kann über die Jahre nicht mehr genug Insulin produziert werden. Ja, und wenn wir dann zusätzlich die Glucose nicht aufbrauchen, dann verwandelt der Körper diesen Fettzellen. Wir haben dann also einen Überschuss von Fettvorräten in unserem Körper. Ja, zuerst werden die Unterhautfettzellen gefüllt, dann die Fettzellen um die inneren Organe herum, das Bauchfett vermehrt sich, ja und sogar die Muskelzellen nehmen Fette auf. Man muss sich vorstellen, ein Überschuss von Neutralfetten wird in der Leber abgespeichert und führt zu einer Fettleber. Apropos Fettleber. Vor allem Fette tragen zu Diabetes 2 bei. Fett in den Muskelzellen stören die körpereigene Kommunikation. Der Insulinschlüssel wird nicht mehr erkannt. Also die Fette verstopfen das Schlüsselloch und Glucose kann von den Zellen nicht mehr aufgenommen werden.
Und wir haben ja gehört, Glucose ist lebenswichtig für uns Menschen. Also nimmt die Insulinresistenz langsam ihren Lauf. Das perfekte Rezept für eine Insulinresistenz ist also, wenn Zuckermoleküle und Fett im Blut sind. Also ein hoher Fettgehalt im Blut erschwert den Transport des Zuckers in die Zellen. Es muss dann also Insulin nachproduziert werden. Und dieses andauernde Insulin nachproduzieren, das schwächt die Bauchspeicheldrüse, während natürlich das fettreiche Blut die Leber in ihrer Arbeit schwächt. Also fassen wir zusammen. Glucose in Kombination mit Fett kann schlecht verwertet werden. Ja, und nun zu dem tierischen Eiweiß. Und zwar Fleisch, Milchprodukte und Eier. Ja, dass ein Steak zu einer Insulinresistenz führt, ist in unseren Kreisen noch eher unbekannt. Wissenschaftlich belegt jedoch ist, dass Insulin nicht nur wichtig ist für die Aufnahme von Glucose in den Zellen, sondern auch für Aminosäuren. Wissenschaftlich belegt ist jedoch, dass Insulin nicht nur wichtig ist für die Aufnahme von Zucker in den Zellen, sondern auch von den Aminosäuren. Aminosäuren sind die Bausteine, die dafür verantwortlich sind, dass die Eiweißmoleküle zusammengesetzt werden. Das heißt also, dass die Menge der Aminosäuren auch dafür verantwortlich sind, wie viel Insulin ausgeschüttet wird. Eine australische Forschergruppe hat herausgefunden, dass ein hoher Verzehr von tierischen Eiweißen gekoppelt ist mit einem hohen Insulinanstieg. Und zwar nicht nur einen hohen Insulinanstieg, sondern mit einem unverhältnismäßig hohen Insulinanstieg. Also was lernen wir daraus? Zu viel schnelle Zucker, zu viel tierische Eiweiße, zu viele gesättigte Fettsäuren führen nicht nur zu Übergewicht, sondern auch zu der Fettleber. Ja, und daraus entsteht eine Insulinresistenz. Was ich auch super interessant fand, ist, dass Eier gar nicht diabetestauglich sind. Weil in Eier steckt die Kombination von Zucker und von Fett. Ja, und genau diese Verbindung fördert die Insulinresistenz. Ich habe mich dann gefragt, warum ist denn Zucker im Ei? Aber es ist natürlich so, dass das Küken diese Kraft entwickeln muss, auch diese Eierschale zu durchbrechen. Ja, und wie ist es jetzt mit Diabetes Typ 1? Ich durfte ein wundervolles Interview mit einer Betroffenen, der Theresa, führen und das Interview findet ihr hier. Diabetes Typ 1 und Typ 1,5 werden von der Schädigung der Bauchspeicheldrüse hervorgerufen. Ursache davon können Viren oder Bakterien sein oder sogar ein körperlicher Schlag. Ja, und der Schweregrad der Diabetes, der hängt dann wirklich davon ab, wie geschädigt die Bauchspeicheldrüse ist. Die Beeinträchtigung durch Krankheitserreger kann auch sehr langsam vor sich gehen und erst zu einem späteren Zeitpunkt im Leben dann wirklich als Diabetes Typ 1 oder 1,5 diagnostiziert werden. Es kann natürlich auch eine gestaute oder träge Leber vorliegen und möglicherweise eine zu fettreiche Ernährung, die eben zu dieser Insulinresistenz führt. Ja, diese Zusammenfassungen sind aus dem Buch Klartext-Ernährung von Klaus Letzmann und Dr. Petra Bracht und von dem Buch Heile dich selbst von Anthony William. Ja, und beide Bücher haben Empfehlungen und ich fasse diese mal zusammen. Haushaltszucker und Süßstoffe meiden, vor jedem Essen ein großes Glas Wasser trinken, viele Beeren, alte Apfel- und Birnensorten wie auch Papaya zu essen, gesättigte Fettsäuren und Eiweiß aus tierischen Produkten zu meiden, Alkohol zu meiden, Olivenöl nur in Maßen zu verwenden. Täglich eine Portion Kohlgemüse senkt den Blutzuckerspiegel. Eine große Portion Blattgemüse macht satt und füttert die guten Darmbakterien. Bewegung ist essentiell wichtig. Anthony William empfiehlt zusätzlich auch die guten Öle von dem Speiseplan zu streichen. Ja, zum Diabetes Typ 1,1,5 schreibt Anthony William zusätzlich in dem Buch Heile deine Leber. Und zwar ist es wissenschaftlich noch nicht geprüft. Er meint, dass Viren essen. Ja, und dass diese Viren sich in der Bauchspeicheldrüse niedergelassen haben und es deswegen essentiell wichtig ist, virenunfreundliche Lebensmittel zu essen und virenfreundliche Lebensmittel zu streichen. Er meint aber auch, dass Diabetes Typ 1 und 1,5 in seltenen Fällen geheilt, wenn dann eher gebessert werden können. Ja, wenn man eine Heilung anstrebt, dann meint er, müsste man wirklich, wirklich sehr krass dranbleiben.
Das sind jetzt meine Worte, krass. Also man müsste sehr diszipliniert alles umsetzen. Ja, wie ich für mich gelernt habe, dass es einfach umso wichtiger ist, meine Bauchspeicheldrüse zu schützen. Und zwar, indem ich wirklich sehr achtsam mit den Fetten umgehe, dass ich einfach Zucker weglasse, dass ich wirklich, wenn ich auf Glucose zurückgreife, auf diese gesunden Obstsorten zurückgreife. Und ich habe sowieso gelernt durch meine Krankheitserfahrung, dass ich diese No-Foods einfach weglasse, die eben virenfütternd sind. Das Video findest du hier. Ja, ich fand das so interessant, das mal ein bisschen zu recherchieren, wie das ausschaut mit Diabetes, wie das alles entsteht und dass es eben diese verschiedenen Formen gibt. Ja, ich hoffe, dass ihr inspiriert seid, achtsam mit eurem Körper umzugehen und wirklich die einzelnen Organe, die uns jeden Tag so still und leise helfen, dass wir die unterstützen können. Heute war jetzt eher die Bauchspeicheldrüse dran und ja, ich bin einfach begeistert, dass wir da dass alles in Verbindung ist, dass alles zusammenhängt und dass wir Lösungen zur Hand haben, die aus wissenschaftlicher Sicht auch einfach schon sehr motivierend zeigt, dass wir einen Unterschied machen können, definitiv. Also meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Eindrücke oder Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer riesig drauf und bis zum nächsten Video. Ciao!